Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Friede sei mit dir. Ich möchte dir heute eine Frage stellen. Eine Frage, die dir vielleicht nachdenklich machen wird oder auch nicht. Trotzdem stelle ich dir diese Frage. Und zwar, woher weißt du, dass du ein Christ bist? Und vielleicht du kannst mir eine Antwort geben. Ja, ich gehe gerne zur Kirche, ich bete zu Gott, ich habe Jesus aufgenommen in meinem Herzen und ich lese die Bibel, ich bete Gott an und so weiter und so weiter. Ist das entscheidende Fakten, die wir brauchen, für als ein Christ zu sein? Ich denke nicht, weil es gibt viele, die an Gott glauben. Ja, Gott hatte auch durch seinen Propheten gesprochen. Die Leute, sogar Jesus hat das ausgesprochen, gesagt, die Leute beten mich an durch deren Munde, aber in deren Herzen bin ich nicht. Also das heißt, die Leute beten Gott an, aber in deren Herzen, da lebt kein Christus. Christus muss in unserem Herzen leben. Vielleicht kann sein, dass du noch eine Frage stellen wirst. Was meinst du damit? Ich meine damit die Früchte, die Lehre Christi. Jesus hat gesagt, wir sollten einfach die Früchte tragen. Er hat ja Geboten gegeben, über die Nächstenliebe geredet und über sein Evangelium geredet, über seine Wiederkunft geredet. Viele Dinge hat er geredet. Right? So all die Sachen, wir sollten ja von all diesen Sachen, wir müssen ja Gleichgewicht halten. Wir sollten einfach tun, was der Herr gesagt hat. Darum heißen wir auch Christen, seine Nachfolge. Nachfolge bedeutet, wir halten seine Gebote. Wenn wir nicht seine Gebote halten würden, dann sind wir Fremde. Ist egal, wir beten ihn an oder Gebet sprechen oder Bibel lesen, die Gemeinde gehen, das spielt keine Rolle. Das sind alles oberflächliche Sachen. Das machen die Heiden auch. Die Frage ist, wenn du wirklich ein wahrer Christ bist, woher überzeugst du das? Zum Beispiel, ich habe eine Frage, noch eine Frage, noch eine Frage, noch eine Frage. Wenn ein Asylant vor deiner Haustür steht und anklopft, würdest du deine Tür für diese Asylant auftun? Ja, ich weiß, dass du hast viele Argumente. Das ist nicht die Frage, sondern antworte meiner Frage. Nummer 2. Wenn du kommst in die Gemeinde, die sammeln die Opfergaben, also die Spenden. Wie viel gibst du denn für den Herrn? Kommt das denn aus deinem Herzen? Und betest du denn für die Missionswerke, die auf der Welt sind? Und nicht nur, sondern aber auch sprichst du über Jesus mit anderen Menschen? Ja? Also wenn du auf der Straße, wenn du einen verwundeten Mensch siehst, wie reagierst du dir denn? Also wie ist deine Reaktion? Weißt du, das sind die Dinge, die du dich einfach stellen sollst. Vielleicht du kannst alles perfekt sein, aber das ist auch nicht das Entscheidende, sondern die Bibel redet aber auch über die Demut. 2 Menschen waren in den Tempel, einer war der Pharisäer und der andere war der Zöllner. Der Zöllner hat die Demut gezeigt, weil er wirklich wahrhaftig Buße getan hat. Gott hat ihn gerettet und gesegnet. Aber der andere hat der Herr abgewiesen, weil er lebte nicht von Gottes Gnade, sondern seine eigene Gerechtigkeit. Das ist das Problem. Vielleicht du bist ja einjenige, du liebst Gott, aber du lebst trotzdem in deiner eigenen Gerechtigkeit. Du rechtfertigst mit deinen Argumenten, deine Argumenten, die du dich selber hast und diskutierst mit dir selber. Und das bringt aber gar nichts. Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidende ist, folgst du Jesus oder nicht? Folgst du seiner Lehre oder nicht? Das ist das Entscheidende. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann musst du dich bekehren. Du musst nochmal bekehren und Buße tun. Ja? Wie ist ein Ausländer? Es gibt viele Ausländer in diesem Land leben, in Deutschland leben. Wie ist dein Umgang mit diesen Ausländern?
Weißt du, von wie vielen Gemeinden, dass ich abgewiesen worden bin? Ich weiß, wovon ich rede. Ich rede von Erfahrungen. Ich habe einen Doktortitel, ich habe Doktor gemacht. Alles wird dir nicht gezählt. Weißt du warum? Weil da die Ansehen der Person hochgestellt wird. Also das ist irgendwie oben steht, Ansehen der Person. Wenn ich eine weiße Haut habe, eine blonde Haare hätte, dann die Ansehen wird anders sein als momentan ist. Ne? So, du weißt ja, was ich meine. Ansehen der Person, verachtet zu werden. Die Gemeinden sprechen so viele schöne Sprüche, aber es ist alles oberflächlich. Aber Inhalt, da ist kein Christus, da lebt kein Christus. Das ist gefährlich. Wenn der Herr wiederkommt, er wird sagen, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Gott kennt keine Hautfarben, Gott kennt keine Sprachen. Er kennt schon, aber was ich damit meine ist, Gott sieht, ob einer seiner Kinder Nachfolger ist oder nicht. Ob du sein Kind bist oder nicht, das für ihn ist wichtig. Jesus ist in Asien geboren. Er ist ein Asiate, ja, Gottes Sohn natürlich, klar. Er ist von jüdischer Stamm. Siehst du, das hört sich ja irgendwie für manche deutsche Volk, manche Europäer, dieses ist ein Anstoß. Deswegen, die wollten sogar mit Jesus nichts zu tun haben. Wegen dieser Hass. Hass vielleicht nicht direkt, aber innen drin irgendwo. Wenn darauf ankommt, du bist sehr, sehr abweigend und sagst, nee, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das ist Hass. Also überprüfe deine christliche Leben. Die Liebe muss da sein. Göttliche Liebe, göttliche Brille, göttliche Augen, ja, göttliche Bewegung in dir haben, weil du bist ein Kind Gottes. Ja, ein Löwenkind ist ja eine Löwe. Ein Hundesbaby ist ja ein Hund. Menschliches Baby ist ja ein Mensch, oder? So, ein Gottesbaby ein Gotteskind muss auch Gotteskind wirken. Ansonsten, du bist kein Gotteskind. Dann musst du nochmal Buße tun. Amen. Ich war in einer Gemeinde 5 Jahre lang. Ich saß in der letzten Reihe und so weiter, weil ich auf der Suche war. Ja gut, jetzt leite ich ein Missionswerk, aber diese Gemeinde hat mich ganz doll ignoriert. Ja, oberflächlich ja, gegrüßt, ja, aber später, wenn drauf ankommt, die haben mich nirgendwo aufgenommen, dass ich mit denen mitpacken kann oder mitmachen kann, obwohl ich Erfahrung habe und auch hatte. Ihr Lieben, Gott hat mich gebraucht, viele Gemeinden zu gründen, viele Menschen sein Evangelium zu bringen und auch in verschiedenen Ländern. Das ist seine Gnade. Die Demut, die wir haben vor dem Herrn, das müssen wir immer behalten. Du sollst keine ansehende Person haben, du sollst nicht nach Hautfarben, Herkunft urteilen, sondern durch Jesus Christus. Du sollst den Menschen aufnehmen, die da in Not sind. Ja, wenn du brauchst nicht extra was machen, teile dein Brot, die du isst, und spende für die Missionswerke und die armen Länder, wo die Leute Missionsarbeit machen. Weißt du, unter wie viele Verfolgungen diesen dort seine Arbeit tun? Die sind in Not. Das musst du denken. Und auch bete für solche Missionaren in Gefahren, Ländern und Orten sind. Ja. Und verbreite Evangelium. Weißt du, ich kenne einen Ältesten von der Gemeinde. Er sagt, ich kann mit den Menschen über Jesus nicht sprechen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Ältester, wenn er so sagt, ich schäme mich oder ich habe die Kraft nicht, mit einem Menschen über Jesus zu sprechen, das ist merkwürdig. Dann heißt es, er hat den Salbung des Heiligen Geistes nicht bekommen. Wisst ihr, lieber du brauchst solche eine Leiterschaft nicht. Also du sollst nicht in solcher Leiterschaft oder Leiter sein in einer Gemeinde, wo du nicht in der Lage bist, über Gott zu überzeugen, über Jesus zu überzeugen. Ein paar Wörter.
wenn das so ist, wenn du immer noch schämst und Probleme hast, da ist irgendetwas stimmt nicht. Weil jeder, der wirklich an Gott glaubt, die werden nicht verzogen, über Jesus zu sprechen. Amen. So, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und Gottes Segen. Wir sehen uns im nächsten Video. Denke darüber nach, über das, was ich gerade gesprochen habe. Und bete zu Gott. Er kann dich ändern. Ich nicht, aber er. Und sein Wort kann dich ändern. Wenn du wahre Bekehrung, wahre Buße in deinem Herzen hast, ein Gebet aus deinem Herzen kommt, wird der Herr ganz bestimmt akzeptieren und segnen. Sei nicht selbstsüchtig oder verliebt, sondern liebe Gott, liebe dich auch natürlich, liebe auch anderen Menschen. Das ist wichtig. Das Entscheidende musst du suchen. Christliche Lehre lehrt genau das. Nicht anders. Deswegen Jesus auch hergekommen zu dieser Erde, weil diese Änderung in uns bringen wollte. Und er ist immer noch da. Er lebt, er ist auch bei dir. Er schaut dich auch nach. Seid gesegnet und Friede sei mit euch. Ja. Lieber Heiland, ich bitte dich einfach für diese Menschen hier in diesem Land leben, alle Christen, Vater Gott, alle Gemeinden, bitte dich, dass du einfach, ja, diese Gemeinden und die christliche Volk hier in diesem Land einfach mal eine Erweckung schenkst, Vater, einfach, ja. Ich bitte dich um Segen, um deren Bekehrung, Nachdenken, gründliche Bekehrung und auch natürlich andere Segen auch, die da natürlich beten, aber vor allem die sollten gerettet werden, in dein Himmelreich eingeführt werden oder landen. Und daher, ich bitte dich um deine Gnade für dieses Volk und segne dieses Land und errette dieses Land und auch Christlichen, die wirklich dich lieben, folgen, segne all die Christen, Vater Gott, und wirklich für dich da sind und für dein Reich da sind. Segne all die Christen und deinen Diener, Gott, Herr. Bitte segne. Dieser Gebet soll dann deren Leben eine große Wirkung bringen. Und auch bitte, du möchtest ja, dass wir beten, dass wir beten für jemanden, damit du den segnen kannst, eine Wunder tun kannst. Und daher bitte ich dich für diese Geschwister hier, bitte segne diese Geschwister und aber auch rede durch diesen Worten deren Herzen und führe sie auch zur Bekehrung. Danke dir, Herr. Und dir gebührt die Ehre, Preis und Herrlichkeit in Jesu Namen, in Jesu mächtigen Namen bitte ich dich alles, Vater im Himmel. Amen, Amen, Amen. Seid gesegnet. Bis zum nächsten.